Was ist LCX und was macht LCX so interessant für uns? Damit du das volle Potenzial von LCX erkennst, schau das Video also am besten bis zum Ende an. Den aktuellen Themenabschnitt blende ich dir wie immer oben mit ein. Wenn dir meine Videos einen Mehrwert bieten, dann teile das Video mit deinen Freunden und Bekannten und lass uns gemeinsam immer mehr Menschen helfen, Krypto zu verstehen. Das sind alles meine eigenen Recherchen, daher wie immer keine finanzielle Beratung, keine Gewähr. Zunächst erst einmal, was ist LCX? Die Liechtenstein Exchange, kurz LCX, ist eine regulierte Handelsplattform für Kryptowährungen und Security-Tokens mit Sitz in Liechtenstein. Das Unternehmen möchte dazu reibungslose Dienste anbieten, um digitale Assets zu kaufen, zu verkaufen, zu verschicken und aufzubewahren. LCX ist der gleichnamige Utility-Token der Plattform und erfüllt verschiedene Funktionen. Zum Zeitpunkt des Videos ist LCX auf Rang 427 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von rund 73 Millionen Euro. Welches Problem möchte LCX lösen? Problem Nummer 1. Kryptos unterliegen derzeit noch dem Dilemma der fehlenden Massenadaption. Kryptowährungen und Kryptoplattformen grundsätzlich sind in den letzten Jahren viele entstanden. Doch Krypto ist lang eben noch nicht im Alltag angelangt. Weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland können laut einer repräsentativen Studie 2021 was mit den Begriffen wie Kryptowährung oder auch Virtual Reality anfangen. Immer mehr neue Kryptobörsen entstehen, um Kryptos zu verbreiten und damit die Massenadaption einzuleiten. Das nächste Problem. Tokens, Coins, egal wie sich die Bezeichnungen im Detail jetzt in diesem Fall unterscheiden, Kryptos sind nach wie vor noch nicht klar reguliert. Vielleicht kennst du auch die aktuelle Klage im Fall Ripple gegen die SEC, wo es darum geht, ob XRP ein Token im Sinne eines Wertpapiers darstellt, das heißt auf Englisch Security, oder eben nicht. Security Tokens, das sind Tokens, die einem Wertpapier entsprechen sollen und Investoren durch die klaren Regulationen und Anforderungen mehr Schutz vor Betrug anbieten sollen. Im Gegensatz dazu beanspruchen gekaufte Utility-Tokens keinen Anteil an einem Unternehmen und gelten damit nicht als Investition im ursprünglichen Sinne. LCX ist gerade eben aus diesem unscharf regulierten gesetzlichen Rahmen heraus entstanden. Die Mission? LCX möchte also eine der weltweit ersten Kryptobörsen werden, die mit offiziellen Lizenzen Security-Tokens auf einem regulierten Marktplatz unter Aufsicht anbietet. Welche Lösungen bietet jetzt LCX also dafür an? Ende 2020 wurde LCX mit 8 Lizenzkategorien von der Finanzmarktaufsichtsbehörde in Liechtenstein offiziell registriert und zählt damit zu den ersten Plattformen, die regulatorisch abgesegnet so viele Blockchain- bzw. Tokendienste anbieten dürfen. LCX bietet nun ein Produktportfolio verschiedener Lösungen an, um das traditionelle Bankensystem zu transformieren. Wir schauen uns jetzt einfach mal nacheinander orientierend die Dienste im gesamten LCX-Ökosystem an. Der erste Service ist das sogenannte Terminal. Das Terminal bietet die Lösung für ein modernes Trading-Erlebnis. Über eine einzelne Benutzeroberfläche kann der Nutzer zwischen mehreren Plattformen kreuzweise seine Kryptos hin und her tauschen. Aktuell sind schon 16 Exchanges wie Coinbase, Binance, KuCoin und weitere über das Terminal verbunden. Ein Trader erhält so also eine super Gesamtübersicht und kann damit seine Performance steigern. Als eine weitere Lösung möchte LCX selbst eine eigens ausgeklügelte Exchange für Security-Tokens und weitere Assets anbieten. Unterstützen soll die Exchange dabei das Liechtenstein-Protokoll. Die Exchange richtet seine Services dabei hauptsächlich auf Finanzinvestoren und auch auf Institute aus, die einen beaufsichtigten, stabilen und regulierten Marktplatz einfordern. Ein weiterer Baustein im Ökosystem bilden die LCX-Assets. Verschiedene Services sollen dabei helfen, die Krypto- und Fiat-Währungen zu verwalten. Daneben möchte LCX auch verschiedene tokenisierte finanzielle Vermögenswerte und Security-Tokens anbieten in Kooperation mit Banken und Prüfstellen. Eine eigens entwickelte Methode soll digitale Vermögenswerte mit bestimmten Ansprüchen an den Kauf besichern, sodass institutionelle Inhaber von Wertpapieren bestimmte Sicherheiten erhalten. Der Bereich des LCX Vault soll Dienstleistungen rund um das maßgeschneiderte Aufbewahren und Verwalten über Wallet-Lösungen für Banken und Manager bedienen. In enger Zusammenarbeit mit dem führenden Wallet-Anbieter Ledger möchte LCX Institutionen ermöglichen, die neue Asset-Class auf konventionelle Weise unter individuellen Multi-Autorisierungsprozessen zu handeln, sodass Banken dennoch stets immer die Kontrolle über ihre Private Keys behalten. LCX hat im März 2021 angefangen, das LCX-Protokoll einzuführen. Dieses Protokoll soll einen neuen Standard für digitale Wertpapiere schaffen.
Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen bezeichnet LCX offiziell als Token- und VT-Dienstleistergesetz, kurz TVTG. Du kennst Token-Standards zum Beispiel schon von Ethereum wie dem ERC 1400 Standard. LCX möchte nun mittels dieses gesetzlichen Rahmens und eines eigenen Security-Token-Standards die regulatorische Lücke zwischen physischen und digitalen Vermögenswerten schließen. Wertpapiere und weitere Vermögenswerte von Finanzdienstleistern können über das Liechtenstein-Protokoll unter Einhaltung der Regularien tokenisiert auf die Blockchain, also on-chain, ausgestellt und gehandelt werden. Die aktuellen Tokeninhaber eines digitalen Wertpapiers müssen sich zum Beispiel dann on-chain, also quasi online, ausweisen und werden in Echtzeit auf der Blockchain-Ebene gelistet. Für das erste Quartal 2022 hat Monty Metzger, der CEO von LCX, auch beschrieben, den ersten eigenen Sicherheitstoken von LCX anzukündigen. Der letzte Bereich der LCX-Schneeflocke ist die LCX Bank. Das ist eine auf lange Zeit gewünschte Dienstleistung. Bisher verfügt über LCX noch über keine Bankenlizenz, ganz wichtig. Der Schwerpunkt dieser Vision der LCX Bank Services soll auf das Corporate Banking ausgerichtet werden. Corporate Banking umfasst wiederum die Dienste, die Banken größeren Unternehmen anbieten. Als Beispiele fallen darunter Verwaltungsdienste von Darlehen, Liquiditätssteuerungen, Steuerung von Wechselkursgeschäften und vieles, vieles mehr. Das traditionelle Bankensystem soll in seinen Dienstleistungen ja eben schließlich transformiert werden. Mehrere Accounts könnten der LCX-Vision zufolge über nur eine Bankenschnittstelle einen nahtlosen Handel zwischen Krypto- und Fiat-Währungen ermöglichen. Welche Partnerschaften konnte LCX bisher also schon gewinnen? Hier siehst du mal einen kurzen Überblick über die aktuellen Partnerschaften eingeblendet. Dazu gehören Namen wie Hedera, Hashgraph, Polkadot, Chainlink, Quant, Celo und viele mehr. Beispielhaft gehe ich jetzt mal auf 3 spannende Kooperationen von diesen ganzen vielen ein. LCX ist 2019 schon dem World Economic Forum, dem WEF, beigetreten und engagiert sich dort insbesondere im sogenannten Center for the Fourth Industrial Revolution für eine Zusammenarbeit mit Finanzinstituten. In einer damaligen Arbeitsgruppe von 2019 zum Thema Zentralbanken im Zeitalter der Blockchain-Technologie ging es unter anderem darum, gemeinsame Bedingungen für CBDCs und Interbankengeschäfte zu schaffen. Über 15 Führungskräfte von Zentralbanken nahmen dazu in Singapur an einer von LCX ausgerichteten Sondersitzung teil. Eine weitere spannende Partnerschaft: Im Bereich Research und Development besteht seit dem Frühjahr 2021 eine Zusammenarbeit mit Quant. Das Quant-Netzwerk bietet mit seiner Overledger-Lösung absolute Pioniersarbeit im Bereich Blockchain-Interoperabilität an. Gemeinsam möchten jetzt LCX und Quant die Technologie in Richtung CBDCs, also dem digitalen Zentralbankengeld, voranbringen. Ein Video zum Quant-Netzwerk findest du auch schon auf meinem Kanal. Im Juli 2021 announcete LCX eine Partnerschaft zu Hedera Hashgraph. Ziel der gemeinsamen Zusammenarbeit ist es, eine Infrastruktur für digitale Wertpapiere zu entwickeln. Hedera zählt zu den derzeit großen von Enterprise genutzten öffentlichen, dezentralen Netzwerken. Das Netzwerk wird durch einen Rat von hoch angesehenen verschiedenen Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Boeing, Google, IBM und LG Electronics weltweit geleitet. Auch zu HBAR findest du ein Video auf meinem Kanal. Ach ja, und übrigens, wusstest du, dass Vectorspace AI mit seinem VXV-Token mit LCX auch zusammenarbeitet? Vectorspace stellt mittels seiner Dienste, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden, die Smart Baskets für die Exchange zusammen. Mehr darüber erfährst du auch nochmal in meinem VXV-Video. Und noch ganz interessant, wie ich finde, auch LCX und Binance wollten ursprünglich sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen gingen 2018 dazu ein Joint Venture ein, um in Liechtenstein eine gemeinsame Handelsplattform für Kryptos und Security Tokens zu schaffen. Der Plan platzte jedoch damals leider und die Binance LCX AG wurde ein Jahr später wieder aufgelöst. Wir schauen uns nächstes die Tokenomics an. Der gleichnamige LCX-Token ist der Fuel-Token der LCX.com-Plattform und wird durch die LCX AG emittiert. Die Tokens wurden 2019 erstmals im Rahmen eines Token Generation Events öffentlich angeboten. LCX-Tokens gelten darüber hinaus nach US-Recht sowie nach Singapur, Liechtenstein und europäischem Recht zu den Utility-Tokens. Der Token wird innerhalb des Ökosystems für sämtliche Dienste von LCX verwendet.
Auf der Exchange kannst du zum Beispiel mit LCX die Tradinggebühren zahlen oder auch, wenn du als Kunde das LCX Terminal oder Lösungen im LCX Vault nutzt. Weiterhin wird LCX für Transaktionsgebühren beim Wechsel von Krypto- und Fiat-Währungen verwendet, für Verarbeitungsgebühren und so weiter. Zwischen 2019 und 2020 wurde durch 5 Token-Burns die ursprüngliche Menge von 1 Milliarde Tokens reduziert. Aktuell beträgt also noch die maximale Token-Supply 950 Millionen Tokens. Ein Neuerzeugen, also ein Minden von Tokens, ist nicht möglich. Die Circulation Supply beträgt laut CoinMarketCap zum Zeitpunkt des Videos etwas über 750 Millionen Tokens. Bis zum 1. Juli 2023 sind die Tokens, die von LCX als Reserve gehalten werden, noch gesperrt. Tokens, die von Team und Beratern erworben werden, werden immer für 36 Monate auf einer monatlichen Basis weggelockt, also auch weggesperrt. Was für monetäre Anreize bietet sich nun einem LCX-Käufer, seine LCX-Tokens auch zu halten? Innerhalb des Ökosystems erhältst du zahlreiche Benefits zur Nutzung der LCX-Services. Als Beispiel bezahlst du mit bis zu 50% reduzierten Tradinggebühren an der LCX Exchange. Oder du zahlst zum Beispiel deine Monatsbeiträge für die professionelle Nutzung des Terminals mit LCX-Tokens. LCX Rewards und Staking soll noch im Jahr 2022 als Part der Roadmap eingeführt werden. Genau wann das jedoch ist noch nicht klar abzusehen und hängt natürlich auch von den nächsten Meilensteinen für 2022 ab. Wir gehen nun über zu möglichen Preispotenzial für LCX und spinnen uns einfach mal ein paar Szenarien zusammen. Zum Stand des Videos im Februar 2022 beträgt LCX rund 0,11 Dollar. Sein Allzeithoch erreichte LCX Mitte November 2021 mit rund 0,70 Dollar. Allein zur Rückkehr des Allzeithochpreises wären das schon einmal 6,3. Wenn LCX laut CoinDataFlow 100% der letztjährigen Wachstumsrate von Bitcoin erreichen würde, dann wären wir bei 2024 bei Prognosen von 1,54 Dollar. Das wäre einmal 14. Und jetzt spinnen wir das Ganze noch ein bisschen weiter mit Richtung nur am reinen Marktvolumen gemessen. Angenommen, wenn LCX das Marktvolumen anderer Exchanges erreichen würde, die mittlerweile schon weiter oben gerankt sind, wie zum Beispiel Crypto.com und Crow, dann würde der Preis rund 21 Dollar erreichen. Das wäre ein mal 197 zum aktuellen Stand. Und wenn wir jetzt zur größten Exchange einen Vergleich ziehen, das wäre mit Binance derzeit. Wenn LCX das Marktvolumen von Binance Coin, also dem BNB, erreichen würde, dann wären wir bei einem aktuellen Preis von 118 Dollar und damit einem mal 1082. Wie immer, Preisprognosen sind keine klaren Kaufempfehlungen und über kurz bestehende Kryptoprojekte ist es einfach schwierig, Prognosen abzugeben. Das ist aber generell so, dass wir in der Kryptowelt einfach bei spekulativen und sehr stark volatilen Kursschwankungen uns befinden. Das heißt, mein Tipp an dich, wenn du in ein Kryptoprojekt investierst, geh nicht vielleicht all in eine Sache, sondern schau dir verschiedene Geschichten an. Ich bin immer ein Freund von Diversifizierung. Das reduziert das Risiko in einem bereits schon sehr spekulativen Markt und ja, du kannst dich auch mit verschiedenen Projekten auseinandersetzen. Wie kannst du LCX kaufen und aufbewahren? LCX kannst du natürlich direkt über die LCX Exchange erwerben, aber auch über Coinbase, Pro, Uniswap oder Liquid.com ist es möglich, LCX zu den üblichen Handelspaaren zu traden. Du kannst LCX natürlich auf der Börse halten, wo du deine LCX gekauft hast. Möchtest du deine Bestände jedoch nicht auf einer Börse halten und LCX weniger traden, so steht dir als Hardware-Wallet zum Beispiel der Anbieter von Decent zur Verfügung. Weitere Soft-Wallets wie das mobile Trust Wallet oder Metamask unterstützen LCX als ERC20-Token. Ganz kurz noch zur Technologie. Der LCX-Token wurde eben als ERC20-Token gebaut und basiert daher auf der Ethereum-Blockchain. Anders als zum Beispiel bei Crypto.com, bei der die Dienste über das Fundament der Open Source Crypto.org Blockchain laufen, sind die Dienste von LCX Blockchain agnostisch. Das heißt für dich, die Exchange unterstützt verschiedene Blockchain-Netzwerke und verfügt momentan über keine eigene Blockchain. Wer steckt jetzt hinter LCX? Die LCX AG wurde 2018 mit Standorten in Vaduz, also in Liechtenstein, im schweizerischen Zug und im indischen New Delhi ins Leben gerufen. Die Kernmitglieder bringen ganz unterschiedliche Kompetenzen aus dem Krypto-, Blockchain- und dem Bankensektor mit.
Allen voran steht der Gründer, CEO und Vorsitzender im LCX-Board Monty Metzger. Monty wird zugeschrieben, er sei Vordenker der digitalen Zukunft. 1998 gründete er bereits schon sein erstes internetaffines Unternehmen und daraufhin folgten eine Reihe weiterer Projektbeteiligungen weltweit, als Mitgründer oder als Investor. 2014 beteiligte er sich als Partner an der Gründung von Digital Leaders Ventures, einem europäischen Risikokapitalfonds mit Sitz in Luxemburg. Auch initiierte er kurz darauf noch ein weiteres globales Netzwerk mit einflussreichen Vertretern aus der Technologiebranche, das digitalleaders.co. Die Plattform bietet maßgeschneiderte Ausbildungsprogramme an Hotspots an, wie zum Beispiel im Silicon Valley, Tokio oder der Schweiz, für eben Führungskräfte und Co. Es ist nachvollziehbar, dass Monty gerade über diese ganzen Jahre hinweg und das Leadership-Netzwerk weltweite Kontakte knüpfen konnte und auch ebenso Freundschaften schließen konnte. Ein Teil seiner Kontakte engagieren sich bei LCX mittlerweile als externe Berater. Auf Management-Ebene werden regelmäßig angerufen oder eben auch für persönliche Meetings einberufen. Die Liste dieser ganzen Advisor ist lang. 2 Namen wollte ich dir zumindest nicht vorenthalten. Der eine ist Jimmy Wales, das ist der Gründer von Wikipedia. Und der andere ist Don Tapscott, CEO von The Tapscott Group, bekannte Persönlichkeit und Autor im Blockchain-Bereich. Er ist auf Rang 2 der Kategorie einflussreichste Management-Denker und Rang 1 der Kategorie digitale Denker von Thinkers50 gelistet. Mein persönliches Fazit zu LCX. Was sind erstmal zunächst die Pluspunkte der LCX-Plattform? Der Fokus liegt stark auf der Lösung von Regulation, Beaufsichtigung und Schutz der Tokenisierung. Das hebt die LCX-Plattform von vielen anderen Kryptobörsen derzeit noch hervor. Denn LCX verfügt über derzeit offiziell 8 Lizenzkategorien zu Blockchain-Diensten in Übereinstimmung mit den liechtensteinischen Blockchain-Gesetzen. LCX möchte den digitalen Vermögenswert- und Wertpapierhandel damit auch gerade für den hochkompliziert regulierten Bankensektor und professionellen Anleger erschließen. Die bisherigen Lösungen dazu sind smart umgesetzt. Ein weiterer Pluspunkt, wie ich eben finde. Denn ähnlich wie bei deinem Metaverse-Gedanken geht es darum, eine Ebene über den Welten zu stehen. In diesem Fall eben plattformübergreifend über verschiedene Kryptobörsen. Zum Beispiel das eine Produkt mit dem LCX Terminal. Das ermöglicht den Handel an derzeit 16 Kryptobörsen über nur einen einzelnen Arbeitsbereich. Das Liechtenstein-Protokoll als weiteres Lösungsprodukt soll einen neuen Security-Standard auf vielen Blockchains ermöglichen. Und über das STO Launchpad, ein weiteres Produkt, können Institute ihre Sicherheitstokens unter regulierten Rahmenbedingungen end-zu-end ausstellen. Dann als nächster Punkt, LCX hat eine, wie ich finde, starke Langzeitvision. Und zwar mit der Bankenlizenz und der neuen Bankentransformation mit einem nahtlosen Austausch, wo eben digitale Fiat-Währungen und Kryptowährungen, mehrere Accounts über nur eine Bankenschnittstelle ausgetauscht werden. Für diese Langzeitvision hat sich LCX eben daraus auch folgend hin basierend verschiedene Bereiche schon von Partnernetzwerken und externen Beratern geholt. Wir haben hier Partner wie Hedera, Quant, Chainlink, Ledger, viele weitere oder auch als Berater den Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. Was gibt es für mögliche Kontrapunkte? Was für einen Großteil der aktuellen Krypto-Plattformen gilt, ist eben die junge Historie. Prognosen über den LCX-Token können daher nur in Anlehnung an bereits bestehende Technologieunternehmen oder vergleichbare Plattformen getroffen werden. Auch andere Börsen und größere Plattformen mit größeren Ressourcen aktuell könnten diese Langzeitvision von LCX aufgreifen und schneller übernehmen. Hier muss sich jetzt also LCX beeilen, wenn LCX nicht nur Vordenker, sondern auch Vorreiter bleiben möchte. Das heißt, das Team muss wachsen, mehr Ressourcen müssen die Vision vorantreiben, die Community muss mit an Bord gezogen werden und die Botschaft verbreiten. Und dann ist es noch so, dass Banken die derzeit entwickelten Produkte noch anerkennen und eben auch nutzen müssen. Hier gilt es jetzt also nun, den Zugang zu den Finanzinstituten weltweit auch noch mal weiter aufzubauen. Durch Mitgliedschaften in Organisationen wie dem WEF oder auch die direkte Kommunikation, die auch schon mit Zentralbanken stattgefunden hat, ist LCX ja auf einem sehr guten Weg. Jetzt heißt es auch hier, Verbindlichkeiten zu schaffen und einfach weiterzumachen. Die LCX-Plattform verfügt derzeit über keine eigene Blockchain. Das ist jedoch auf der anderen Seite bewusst so gewollt, gerade wenn es eben um die Standardisierung von Security-Tokens auf vielen Netzwerken geht. Kommen wir zum abschließenden Rating-Score. Aufgrund all der genannten Punkte in diesem Video erhält LCX zum Stand Februar 2022 von mir 7 von 10 Miss Crypto Coins. Abschließend möchte ich nur noch eins sagen.
Die Bankenwelt wird sich immer mehr mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen müssen. Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten und Wertpapieren bringt unfassbar viele Vorteile mit sich und einen gigantischen, wahrscheinlich billionenschweren Markt. Sollten Regulation und die Wahrung von Sicherheitsmechanismen einmal greifen, dann könnt ihr euch Freunde lieben, denn ihr seid von Anfang an mit dabei gewesen. So, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, wie immer, kommentiere einfach unter dem Video. Ich freue mich, immer von dir zu lesen und zu hören. Ich hoffe ansonsten, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über ein Like, einen Kommentar von dir freuen. Wenn du noch mehr über andere spannende Kryptoprojekte erfahren willst, schau dir auch meine anderen Videos dazu an auf dem Kanal, zum Beispiel von Quant, XRP, IOTA und viele weitere spannende. Folg mir auch gerne über Twitter. Danke für deine Unterstützung. Ich freue mich, dass du immer mit dabei bist. Ich bin Miss Krypto. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.